Alrighty dann, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Und warum ich das anhabe, was ich jetzt anhabe, die Auflösung bekommt ihr morgen 16 Uhr. Da könnt ihr auf jeden Fall auch auf meinem Kanal hin und wieder mal reinschauen. Ich habe in meinem letzten Part zu dem Elevator, zu den Plänen dazu, auch kurz erwähnt, dass wir natürlich EU18 auch am Start haben. Und EU18 startet natürlich einen Tag später. Das ist schon mal ganz geil, weil da kann man den Elevator am Donnerstag auf allen gängigen Servern spielen und dann auch schon zum Freitag, dass man dann Freitag 16 Uhr oder ab Freitag 16 Uhr vielleicht nicht mehr so viel spielen muss, außer eben dann EU18, weil natürlich ein neuer Server, ihr wisst es, zeitintensiv ist. Ja, in meiner Checkliste zum neuen Server habe ich gesagt, man braucht ein bisschen Zeit, die muss man sich einplanen und leider keine Kiste dabei. Man kann sich richtig denken, wie will ich denn das alles schaffen? Wie will ich denn diese ganzen Server, wo ich im Elevator spiele, dann noch mit EU18 Serverstart halt irgendwie nutzbar machen? Und es gibt im Prinzip zwei hauptsächliche Wege, die man dazu nutzen kann. Und Punkt Nummer 1 ist, dass ich auf EU18 mir nicht so viel vornehme. Also ich spiele in der Gilde, ich weiß gerade gar nicht den Namen, Moment, ich schau mal, die Gilde nennt sich, ist auf jeden Fall, glaube ich, eine polnische Gilde, wo mitunter der Neutral dabei ist, The World Guard. The World Guard gab es schon bei dem einen oder anderen Serverstart, soweit ich weiß. Und die Gilde könnte gute Ambitionen haben, ja. Sprich, die könnte irgendwo relativ weit oben mitspielen wollen. Es gibt auf jeden Fall ein paar Charaktere, die da einiges vorhaben, je nachdem. Also ich gehe halt von den Sachen aus, die ich im Discord jetzt lesen kann, ne? Und dementsprechend kann es wirklich sein, dass das eine ambitionierte Gilde ist. Und da werde ich höchstwahrscheinlich dann eher ein bisschen abfallen. Also ich werde, wenn es anders kommt, werden wir es sehen. Am ersten Tag plane ich eigentlich auch einen Livestream abends zu machen, um dann vor allen Dingen auf EU eben mal reinzugucken, auf EU18. Wieder keine Kiste dabei. Aber ob das alles dann immer so funktioniert, ist ja auch nochmal eine andere Frage. Steht auf einem anderen Blatt. Ja, unabhängig vom Stream oder nicht. Der erste Tag ist halt vor allen Dingen zeitintensiv durch das SA. Es macht Sinn, das SA wirklich hochzufahren, bevor man einen Großteil der Alu spielt. Man muss sich halt nur ein bisschen durch die Dungeons playen, Level 25 relativ zeitnah erreichen, um die Festung so zeitnah wie möglich freizuschalten, um dann vielleicht auch einen Event spielen zu können. Also wenn man jetzt Festungspartnerschaft intendieren würde. Aber das mache ich nicht. Und das bedeutet, ich werde wahrscheinlich nicht so hoch im Level kommen können, wie ich es manchmal auch bei anderen Serverstarts gemacht habe. Zum anderen muss man ja auch schauen, will ich auf F24 den Elevator ein bisschen analysieren, die Gilden mir angucken, also nicht täglich, das werde ich nicht schaffen. Aber auch das wird ein bisschen zeitintensiv sein, weil man sich ja da zumindest auch mal ein bisschen was angucken muss. Und das ist also Punkt 1, dass ich sage, okay, ich werde auf EU18 jetzt nicht von der Spielweise her krass aufweichen. Ich habe im Moment nur mein Sponsoring drauf. Ich überlege nochmal, einmal aufzuladen während des Events. Das wird dann das Maximum sein, gehe ich davon aus. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Aber der zweite Punkt, der wahrscheinlich wichtiger ist halt, dass man sich ein gutes Zeitmanagement reinholt. Und zwar ein Zeitmanagement in der Art, dass man sagt, okay, wann spiele ich denn die anderen Server? Vor allen Dingen mit dem Elevator, weil für den Elevator ist es extrem relevant und wichtig, dass man eben wirklich täglich das spielt, was man spielen möchte oder spielen kann. Ja, also, dass man da sein Bestes investiert. Und das bedeutet, wir haben einen guten Start. Ich kann das gut anfangen. Man kann Donnerstag alle Server weitestgehend spielen für den Elevator. Bestenfalls vorbereiten. Gerade der erste Tag ist ja sehr, sehr wichtig. Ich würde fast meinen, am zeitintensivsten, gerade als Pilzer, weil man natürlich relativ viele Etagen auf einmal spielt. Und wenn man dann noch Schokolade farmen will, wie ich das vorhab, dann brauchen wir diesen ersten Tag. Und da bin ich froh, dass der Elevator tatsächlich dann startet vor den EU18. Ja, sozusagen, das ist eigentlich, kommt mir oder meinem Plan dort sehr, sehr zugute. Dazu ist es dann wichtig,
alle weiteren Tage bestenfalls, ich bin ja in der Regel nach 0 Uhr noch wach, also da nicht irgendwie, ja, dann lieber vorher nicht am Rechner oder vorher nicht am Handy zu sein, vorher nicht zu zocken, vielleicht noch Zeit mit Frau verbringen oder so, je nachdem, was halt ansteht, und dann nach 0 Uhr relativ gut getimed die, sag ich mal, den Daily SF-Kram zu spielen und halt Elevator dann auch wieder weiter zu spielen. Gerade auf den Server, wo man eben Schokolade kaufen will. Also auf meinem Main-Char will ich halt Schokolade kaufen. Dann hätte ich den restlichen Tag zur Verfügung, um auch EU18 zu spielen. Das ist vor allen Dingen in den ersten 3 Tagen wichtig, aber auch in den Tagen danach, um gegebenenfalls dann auch mal ein paar Dungeons nachzuholen, die man jetzt in den ersten 3 Levels nicht gemacht hat, um in der Festung aktiv zu sein, weiterhin SA zu farmen und sowas. War alles, was immer nicht ganz so viel Spaß macht, wie halt dieses Rush-Level-Gameplay in den ersten 3 Tagen. Und das wird wichtig sein, dass das beides kombiniert ist, damit man dann bei EU18 eben mitspielen kann, eine Rolle spielen kann. Der Elevator, klar, da kommt man jetzt nicht ganz so weit, selbst wenn man jetzt über Level 200 pusht. Ich glaube, die ersten 100 Etagen sind so, oder ein bisschen über 100 ist vielleicht das Maximum, was man da erreichen kann. Und trotzdem, wenn es halt 70, 80 Etagen sind, ist es wichtig, weil natürlich dort jeder Held-Token zählt. Wie auch in allen anderen Bereichen zählt jeder Held-Token, ist ganz klar. Und das wird der Plan sein. Und ob das funktioniert, keine Ahnung. Wir könnten ein Gewinnspiel draus machen. Denkt ihr ja? Schreibt ja, oder denkt ihr nein? Dann schreibt nein. Die Erfahrung zuletzt zeigt, dass ich höchstwahrscheinlich da schon Probleme haben werde. Deshalb kommt mir halt auch zugute, dass ich jetzt auf EU18 nicht so, also nicht an Tag 2 muss ich die Pets haben und sowas, dass ich nicht mit diesem Level rangehe, und dann, ja, habe ich dort ein bisschen Gelegenheit, mich da entspannter zu bewegen. Ja, und ob ich dann auf allen Servern das mit dem Elevator gut schaffe, die Erfahrung zeigt, beim letzten Mal habe ich es nicht ganz geschafft, da war ich zwar gut unterwegs, aber habe es halt nicht ganz erreicht. Ich will eigentlich auf keinem relevanten Server einen Tag gar nicht Elevator gespielt haben, also das ist mein großes Ziel, dass ich das verhindere, und da werden wir auch nach dem Elevator ganz easy peasy ehrlich drüber sprechen, und ja, also das gehört halt auch dazu. Dementsprechend weiß nicht, wie ihr euch geplant habt, ob ihr auf EU18 auch spielt, ob wir uns da auch in der Ehrenhalle treffen könnten, werden, wie auch immer. Aber ja, den Elevator trifft es ja auf alle, aber speziell für EU18 könnt ihr das auch nochmal gerne in die Kommentare schreiben. Jetzt habe ich einen Teil meines Daily Business hier jetzt schon erreicht. Ich muss jetzt trotzdem noch, ja, wahrscheinlich werde ich noch 3 Hourglasses Magic Shop kaufen. Das kann man eigentlich mal machen. Man kann auch schauen, ob wir hier ein paar Tränke finden. Genau, das ist eigentlich ganz praktisch. Und wir brauchen eigentlich nur einen 10er-Pack. Stundengläser. Na, Epic kann man auch mal mitnehmen. Ach, hier, guck mal. Kann ich gleich mal nutzen dafür. Ja, da haben wir einen Hourglass erwischt. Ich würde halt gerne schneller blättern, aber das ist auch so ein Upgrade, was ich mir mal wünsche, dass man auch sagen kann, bitte zeig mir das Wow an und höre das schnelle Blättern auf, sobald ich das finde, was ich gesucht habe, wie Epics, oder dass man ausstellen kann, dass Epics mir angezeigt werden, weil ich halt nicht immer Epics brauche. So, wir haben hier Epic-Event gerade. Ah, da ist das 3. Hourglass. Gönnen wir uns das jetzt noch. Und dann werde ich noch entspannt jetzt hier die Zusatz-Alu spielen. 574, einen Level-Up werde ich vorher nicht schaffen. Dementsprechend, ja, machen wir das so entspannt. Ich würde erstmal sagen, das war's von mir. Morgen 16 Uhr, wie gesagt, die Auflösung. Haut da rein, macht Tschüss und Servus, euer Basti. Ciao, ciao.